Mädels, meine Jungs, wieder mal Feierabend. Herr, mein Gott, demütig und dankbar will ich sein und immer mein Maul aufreißen für die Ärmsten dieser Welt. Bis gleich, meine Mädels, meine Jungs. So, Prost Kaffee. Tja, es geht nur noch darum, Feindbilder zu schaffen. Wie gesagt, siehe Ungarn, siehe jetzt Ukraine, Kommunisten, ich bin bestimmt kein Freund der Kommunisten. Die sind ja genauso feige wie die Rechtsradikalen, über den Zinseszins zu sprechen. Aber Kommunisten verboten in der Ukraine, alle von unseren Steuergeldern. Ja, die Rechtsradikalen haben für die Herrschenden den Vorteil, dass die alle kritischen Stimmen mundtot machen. Und wenn dann alle kritischen Stimmen mundtot gemacht worden sind, dann fängt man an, wieder die Rechtsradikalen zu bekämpfen. Nur um dieses Bankensystem mit dem Zinseszins zu erhalten. Das ist das Problem. Oh, ganz schön stürmisch da draußen, sehe ich gerade. Tja, Männer, die Grenzen und den Katastrophenschutz, das wird noch so wichtig werden. Bei allen Schrecken muss ich euch mal was vorlesen, was ich auf meinem Kalender gefunden habe. Elena zu ihrem kleinen Bruder Nico. Sprichst du immer mit vollem Mund, Nico? Nico, nein, nur wenn ich esse. Das sind Kindergespräche, wa? Viele Eltern werden sich vielleicht auch daran erinnern, die mehrere Kinder hatten, war so sonntags morgens um 5:30, boom, 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 boom. Sei doch stille, Papa und Mama wollen doch noch schlafen, ich bin noch stille. Ja, kennt ihr das noch? Als ich das heute Morgen gehört habe, ja, wie viele Flüchtlinge haben die anderen Länder aufgenommen? Ja, keine. Nur wir Deutschen nehmen auf, wahr? Dahinter steckt System. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt Kräfte, die wollen das bisschen Demokratie, was wir sowieso noch haben, das wollen die weghaben. Also treibt man das Volk in die Arme der Rechten. Und die Mittel dazu, die Wege dazu, gibt es viele. Als ich das heute Morgen gesehen habe, ohne Vorwarnung werden da Zelte aufgebaut über Nacht, keiner weiß Bescheid. Na, das treibt die Leute wirklich in die Arme der Rechten drin. Wir können sowieso nicht eine ganze Welt aufnehmen. Meine Unteroffiziere, was habe ich euch vor 21 Jahren gesagt? War? Deshalb die Grenzen und der Katastrophenschutz, das wird nur so wichtig werden.
starte ich heute ohne Boxen. Na, ich werde mir nachher noch Motorhead angucken. Ja, das war's für diesen Samstag, meine Mädels, meine Jungs. Alles, was ich euch sagen wollte, möchte ich euch doch lieber in Beiträgen mitteilen. Die Grenzen und der Katastrophenschutz. Und diese deutsche Verfassung von der Unantastbarkeit an erster Stelle. Nur das, meine Herren, garantiert euch das freie Wort. American infantrymen once again hit the road toward Korea's city. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine dramatische Eskalation amerikanischer Militärschläge erlebt. Entschieden und geplant wurden sie von einer kleinen politischen Elite in Washington, die meist von geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen geleitet war. Diese wahren Hintergründe gelangten nur mit Hilfe von durchgesickerten Informationen an die Öffentlichkeit. Und das oft Jahre nachdem die Bomben gefallen und die überlebenden Soldaten nach Hause zurückgekehrt waren. Zu dem Zeitpunkt, als die Raketen abgeschossen und die Truppen ins Feld geschickt wurden, präsentierte man dem amerikanischen Volk bestenfalls Halbwahrheiten und verschwieg die wahren Gründe und Ausmaße der Militäraktionen. Immer wieder die gleiche Strategie. Manipulation statt Information. Propaganda statt Aufklärung. Schon der Vietnamkrieg lässt klar ein System der Kriegspropaganda erkennen, meint der Medienkritiker und Journalist Norman Solomon. Als Teenager las ich viel über den Vietnamkrieg und sah die Berichte im Fernsehen. In combat, there are no niceties. A dead enemy soldier is simply an object to be examined for documents, then removed as quickly as possible, sometimes crudely. Freunde gingen als Soldaten nach Vietnam. Und als ich selbst ins wehrpflichtige Alter kam, fragte ich mich immer öfter, ob all das, was da aus Washington und dem Weißen Haus kam, wirklich wahr war. We fight for the principle of self-determination, that the people of South Vietnam should be able to choose their own course. Choose it in free election, without violence, without terror, and without fear. And through that process, Immer mehr drängte sich mir die Frage auf, ob wir nicht viel mehr belogen wurden. Solomon sieht Parallelen zwischen der Propaganda für den Vietnamkrieg und für spätere Militäraktionen der USA. Während ich mir die Geschichte anschaute, beschlich mich immer mehr das Gefühl, dass sich zwar die Namen der Länder änderten und die Situationen auch irgendwie unterschiedlich waren, aber es gab immer auffällige Parallelen. So gut wie nie fällt ein Krieg einfach so vom Himmel. Die Grundlage muss gelegt und der Fall konstruiert werden. Und oft werden wir dabei betrogen.
Es ist nicht neu, die Werbetrommel für den Krieg zu rühren. That we are living in an era marked by the growth of socialism. Its basic godless philosophy. Lying. Dirty. Its goal of world conquest. Shrewd. Godless. Its insidious tactics. Murderous. Determined. And its cunning strategy. It's an international criminal conspiracy. Die gleiche Botschaft, teilweise mit denselben Methoden, wird auch heute vermittelt. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. These are barbaric people, servants of evil, the cult of evil. A monumental struggle of good versus evil. But good will prevail. Da haben wir den Vergleich mit Hitler. We're dealing with Hitler revisited. Bin Laden and his terrorist allies have made their intentions as clear as Lenin and Hitler before them. Es gibt keine Informationen, um die Bilder richtig einzuordnen. This mad dog of the Middle East, I find he's not only a barbarian, but he's flaky. The drug-related, indicted dictator of Panama. Saddam Hussein is a homicidal dictator who is addicted to weapons of mass destruction. Aldous Huxley hat gesagt, es ist oft überzeugender, Dinge wegzulassen, als direkt zu lügen. Oft hat die US-Regierung den Diktatoren, die sie stürzen will, vorher selbst an die Macht geholfen. Erwähnt man das also nicht, ist es eine effektive Form der Propaganda. Diese Art der Propaganda, verstärkt durch Appelle, die Angst schüren, ist Teil eines größeren Vorkriegsmusters. Man suggeriert, die USA wird nur im äußersten Fall zur Gewalt greifen. We still seek no wider war. The United States does not start fights. America does not seek conflict. I don't like to use military force. Our nation enters this conflict reluctantly. Widerwillig und nur mit dem hehren Ziel Freiheit und Demokratie für die ganze Welt. We want nothing for ourselves, only that the people of South Vietnam be allowed to guide their own country in their own way. Die demokratische Rhetorik soll die Leute überzeugen, dass manchmal auch unangenehme Dinge getan werden müssen. So muss man im Namen der Demokratie auch schon mal andere Länder bombardieren. The United States has been engaged in an effort to stop the advance of communism in Central America by doing what we do best. By supporting democracy. Je öfter es gesagt wird, desto richtiger scheint es. Our cause of liberty, our cause of freedom, our cause of compassion and understanding. People want democracy, peace, and the chance for a better life in dignity and freedom. We want to lift lives around the world, not take them. Es sind perfide Methoden. Sie sollen uns zu Tränen rühren. We must get the Kosovar refugees home safely. Minefields will have to be cleared. Homes destroyed by Serb forces will have to be rebuilt. Homeless people in need of food and medicine. Die Botschaft lautet, Amerika darf nicht so selbstsüchtig sein. Wir müssen anderen helfen. Am Ende schaffen sie es, das Bombardieren von Menschen wie ein Akt der Nächstenliebe aussehen zu lassen. Today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We are upholding our values, protecting our interests, and advancing the cause of peace. Belgrade's largest heating plant up in flames. But even as planes of the multinational forces attack Iraq, I prefer to think of peace, not war.